nach meinem Video über KI und KI erzeugte und komponierte Musik habe ich gedacht, so, es ist an der Zeit, dass ich selbst wieder was mache, und deswegen nehme ich euch jetzt mit auf eine kleine Reise in meinen Proberaum, der Ex-Lack of Purity Proberaum. Uns gibt es ja seit Anfang des Jahres nicht mehr. Ich habe der Band sämtliches Equipment abgekauft, das heißt, alles, was da so drinnen steht, ist meins. Das heißt, ich bin im Besitzer eines mehr oder weniger voll ausgerüsteten Proberaums mit Instrumenten. Das Einzige, was mir zurzeit fehlt, merke ich gerade, ist der Bassverstärker und der Bass. Da muss ich tricksen heute, weil ich mir gedacht, ich nehme euch jetzt mit auf eine Songwriting-Reise. Ich werde quasi komplett neu starten. Ich starte von null weg. Ich werde heute einen Song schreiben, einen Song einspielen, einen Song komponieren. Also und erwartet euch da bitte jetzt nicht zu viel. Das wird wahrscheinlich ziemlich ein Scheiß werden. Aber ja, es geht ja darum, dass man was macht und dass man mal, dass man aktiv wird, dass man herumbastelt. Und das Schöne ist, wenn der Song heute richtig schlecht wird, dann kann es ja nur bergauf gehen. Ja, ich würde sagen, starten wir gleich mal los. Ich gebe euch jetzt mal eine kleine Übersicht über alles, was ich zur Verfügung habe. Da haben wir ein alter iMac, aber gut genug fürs Audio-Recording und Internetsurfen. Dann da habe ich ein Rack mit verschiedensten Effekten zum Gitarre spielen, und ich konnte theoretisch auch reampen und alles, und das dann direkt über dieses Studio One, diesen Presonus Audio Interface aufnehmen. Genau, dann habe ich da zwei 412er Boxen von Marshall, 1960er Leads, und ja, einen Engel-Verstärker, der gehört in Specke, aber der ist da quasi nur durchgelagert, und einen anonymen Laney-Verstärker und einen Jusen-Kettner Amp. Das sind, glaube ich, beides so Röhren-Transistor-Hybride, aber egal, Hauptsache sie machen einen Lärm. Genau, dann meine Gitarren, die ich da jetzt erinnern habe, die kennen vielleicht die Älteren unter euch noch von Lack of Purity, die habe ich früher verwendet. Das ist jetzt quasi meine aktuelle Live-Gitarre. Und ja, die Gitarre ist auf E gestimmt, die ist nicht gedroppt, und die habe ich schon ewig, die habe ich wirklich schon ewig. Da befindet sich mein Rack jetzt, das war früher das Lack of Purity Live Rack, das habe ich jetzt ein bisschen umgebaut. Das steht jetzt hinterm Schlagzeug mit gekoppelt, der Bildschirm ist gekoppelt mit dem Computer, das heißt, ich kann da den Computer bedienen und ich kann umschalten und habe dann auch die Bedienung für den Soundcraft, für das Audio-Interface da. Das heißt, ich kann vom Drumstuhl aus Computer und Audio-Interface bedienen. Ja, und jetzt müssen wir zu den Drums kommen. Der Speck, also der Ex-Schlagzeuger von Lack of Purity, ist leider gesundheitsbedingt derzeit und nur auf längere Zeit leider nicht fähig zum Schlagzeugspielen und hat deswegen keine Verwendung fürs Schlagzeug. Und ich wollte immer schon mit Schlagzeugspielen anfangen. Das ist jetzt die große Neuigkeit. Ja, Humaldo lernt Schlagzeug spielen, und deswegen habe ich ihn gefragt, du, kann ich es da kaufen? Weil ein richtiges Schlagzeug zu haben, das war ziemlich geil. Und er hat darüber nachgedacht und hat gesagt, ja, eigentlich hat er zurzeit keine Verwendung, und wenn er wieder mal Schlagzeug spielt, dann kauft er sich ein neues. Und deswegen kehrt dieses wunderschöne Tama-Schlagzeug jetzt mir und wird auch für die nächsten Crack-Up-Festivals zur Verfügung gestellt. Und ja, es ist jetzt nur komplett im Setup vom Specke, also das ist, wie es er eingerichtet hat für seine eigenen Bedürfnisse. Und eins von meinen ersten Aufgaben heute wird sein, dass ich das ein bisschen einrichte auf mich. Ich habe zum Beispiel keine Verwendung für die meisten Becken. Ich werde die Becken ein bisschen reduzieren. Schlagzeug hätte jetzt ein bisschen nach meinen eigenen Wünschen eingerichtet. Warte, ich zeig's euch mal. Im Prinzip hat sich nicht viel verändert. Ich habe auch Crashbecken entfernt. Dafür ist jetzt die Ride näher herbei. Da habe ich jetzt statt dem Crash ein China. Und die restlichen Becken habe ich ein bisschen nach unten gesetzt, damit ich so als Point-of-View-mäßig ein bisschen über Schlagzeug drüber sehe. Und es fühlt sich für mich zurzeit einfach besser an, wenn ich nicht so nach oben wirken muss, sondern wenn das also auf unter Kopfhöhe ist. An dieser Stelle noch einen herzlichen Dank an Specke. Das ist wirklich ein geiles Zeug, also wirklich erstklassige Becken, soweit ich als Neo-Schlagzeuger das beurteilen kann. Alles richtig fesch, und ja, ich freue mich jetzt richtig drauf, richtig viel Schlagzeug zu üben. Ich habe ja schon einige Dutzend Stunden geübt, aber wie ihr das vielleicht kennt, um ein Instrument oder irgendeine andere Tätigkeit zu meistern, gibt es ja diese Hausregel:
also diese Hausnummer, 2000 Stunden. Das glaube ich jetzt nicht ganz wissenschaftlich belegt, aber man sagt, wenn man 2000 Stunden mit irgendwas beschäftigt hat, dann ist man dort da wirklich ein Profi. Ich glaube, ich bin am Schlagzeug jetzt in meinem ganzen Leben, alles was ich jetzt angerechnet habe, bei 30 Stunden oder so irgendwas. Ja, gut, das heißt, ich habe nur 1970 Stunden vor mir. Irgendwas hat's da. Overhead rechts, Overhead links, passt Overhead links und Overhead rechts. Sehr schön, alles richtig geroutet. Also wenn ich so drüber nachdenke, allein für mich war der reine KI-Musikerzeugung nichts, weil ich einfach als eigentlich gelernter, aber nicht praktizierender Audiotechniker dieses Herumbasteln mit Technik, mit Equipment, mit Mikrofonen, Verkabeln, Herumfuchsen mit DAW-Aufnahmegeräten und so weiter. Eigentlich mag ich das. Das wird mir komplett fehlen, wenn das alles auf Knopfdruck passiert. Das gehört schon ein bisschen dazu, auch, zumindest für mich, dieses ganze Basteln. So, dann wir das Ganze mit der GoPro festhalten. So, Aufnahme läuft. Läuft auch. Das zählt jetzt nicht als Songwriting, sondern das ist jetzt nur mehr ein Soundtest. Also ich werde jetzt kurz ein Schlagzeug einpegeln. Machen wir den Manowar-Test. Na Gott sei Dank habe ich nur mehr eine Testaufnahme gemacht. Das waren irgendwie alle Eingänge auf die rechte Overhead geschalten. Das klingt natürlich dann relativ unbombastiös. Aber ich möchte euch ja auch was erzählen während dem Schlagzeugsitz. Deswegen werde ich da schon schnell ein Mikro dazu hängen. Ja, das schaut gut aus. Oh, und was haben wir da für Schätze? Ein Mini-Stativ. Na, sehr praktisch. Ein XLR-Kabel mit einer Hand einstecken, weil die andere Hand die Kamera halt ist. Auch nicht so leicht, aber es ist machbar. Und so, dann fahren wir mit dem Gain großzügig auf. Aber im Aufnahmegerät ist der Pegel immer nur sehr leise. Da hat es irgendwas. So, schau mal. Theoretisch. Ja, das ist gleich ganz was anderes. Jawohl, jetzt ist das schön. Wunderbar, wunderbar. Ja, theoretisch bin ich bereit für eine richtige Testaufnahme, diesmal mit den richtigen Kanälen. Und dann starten wir die GoPro. So, sehr schön. Und damit kann ich arbeiten. So, gut, dann würde ich sagen, es geht ans Eingemachte. Wie schaut mein Plan aus für heute? Der Plan ist wie folgt. Ich möchte ein bisschen mitstoppen. Das ist eine Stoppuhr. Und ich möchte einfach mitstoppen, wie lange es dauert, dieses Lied wirklich zu komponieren und dann zu basteln. Das heißt, ich werde die Uhr immer dann mitlaufen lassen, wenn ich tatsächlich am Spielen bin und wenn ich tatsächlich am Werken bin am Computer in der DAW, also mixe, schneide, mastere und so weiter. Und dann bin ich schon gespannt, wie lange so ein einfacher Scheißdreck-Song wie den ich da jetzt machen werde, wie lange sowas denn dauert. Ebenfalls wichtig und nicht zu unterschätzen, das Schuhwerk, also meine Winterstiefel da, sind eindeutig zu bergert, also zu grob, zu schwerfällig fürs Schlagzeugspielen. Aber ich habe zum Glück eigene Musikschuhe, schön leicht und locker. Tada, das muss da. Und um transparent zu bleiben, ich habe mir nichts vorbereitet, ich kann auch nicht viel Sachen, ich kann ein paar rudimentäre Schlagzeugparts. Ich werde jetzt ein bisschen jammen und ich werde das also nicht in einem Stück durchspielen, sondern ich werde dann verschiedenste Parts, die ich da jetzt gespielt habe, nachher am Computer zusammen bauen und auf das hin dann meinen ersten Song hin komponieren. Ja, ich ziehe auch 1 Minute, maximal 2 Minuten lang soll der Song werden und bin schon gespannt, was dabei rauskommt. Die GoPro läuft, die Aufnahme hier läuft auch. Sehr schön, dann kann sie losgehen. So, Test. Und somit starten wir genau jetzt das Songwriting. So, und läuft. So, ich habe jetzt 6 Minuten aufgenommen, aber jetzt bin ich drauf gekommen, der Klick ist ein bisschen zu leise. Das heißt, da bin ich nur zu ungenau. Das heißt, ich werde jetzt den Klick ein bisschen erhöhen, damit ich, das Metronom quasi, damit ich bei den lauten Teilen mir ein bisschen selber besser höre. Und
Ich habe inzwischen keine Ahnung, ob ich jetzt wirklich alles schneide oder ob ich doch irgendeine kleine Songstruktur jetzt da so ausarbeite. Ich glaube, echter, wenn wir schon von Echtheit reden, war es wahrscheinlich ein bisschen. Ich erfinde da jetzt wirklich einen Song, den ich im kompletten durchspiele. Schau mal, wir sind ja erst 7 Minuten im Spiel. Dieser fucking Klick, ich glaube, ich habe ihn auch heraus, wir sind ein bisschen leiser dran. Der ist auch im Raum deutlich zu hören. Ah ja, jetzt ist es besser. Fast 14 Minuten. Noch 16 Minuten. Glaube ich, dass ich den Klick einfach deaktivieren wird. Ich bin einfach nur nicht gut genug, um in Time zu spielen mit Klick. Da bin ich nämlich gerade komplett drin und freue mich, dass ich einen guten Übergang geschafft habe und merke, okay, ich bin komplett neben dem Klick überhaupt nicht mehr in Time und das bringt mich dann raus. Ich glaube, ich werde jetzt einfach ohne Klick weitermachen. Das schwimmt dann nicht alles ein bisschen, aber ja, das haben wir ja früher auch alles so gemacht. Minuten. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwas Brauchbares zusammengebracht. Egal, was jetzt draus wird. Aus diesem letzten Schlagzeug-Take bastelt jetzt einen Song. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen beim Schlagzeugspielen, aber zum Glück gibt es einen Grrr. Jo, jetzt bei 30 Minuten machen wir ein Schlagzeug schneiden, obwohl das wird relativ schnell gehen, glaube ich, weil der letzte Take, glaube ich, der ist cool, der wird der neue Song. Leider ist der Soundcraft Mixer ein bisschen geklumpert und wenn man ihn als Audio-Device verwendet, hängt er sich regelmäßig auf, weswegen ich jetzt neu starte und hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ah ja, scheint wieder zu gehen. Yeah! So 1 Minuten 30 dauert mein Song genau. Und ich habe jetzt aufgeteilt in den Main Part, Chorus, Übergang, Vorwärtsteil und zum Schluss dann wieder der Main Part. Und zum Schluss, also so ungefähr habe ich es durchstrukturiert jetzt. Eigentlich müsste ich jetzt mit dem Bass anfangen, aber ich habe keinen Bass da. Ich müsste jetzt den Bass von woanders holen. Das wird mir eine halbe Stunde dauern, aber ich glaube, das ist mir jetzt wert. Ich werde jetzt den Bass holen. Es ist sehr wichtig, jetzt während ich den Bass hole, dass ich mir schnell die Drum-Tracks anhöre, damit ich nachher, wenn es ans Einspielen geht, schon alles in Fleisch und Blut habe. Grüß dich. Hallo. Ist gut. Hallo. So, die nehmen wir mit. Die brauchen wir jetzt. Ich hätte jetzt meinen Bass, aber wie gesagt, leider keinen Bassverstärker da herunter, aber zum Glück verkaufe ich mir jetzt eigentlich so einen kalten alles und habe da nur einen alten Moa, ein Multi-Effekt und Amp-Modeling-Teil und da werde ich mir jetzt einfach schnell einen Bass-Sound zusammenbasteln oder vielleicht ist sogar einer drauf. Ja, schauen wir mal. Jetzt hat sich gerade ein weiteres Problem aufgetan. Ich bin davon ausgegangen, dass ich den Presonus da hinten gleichzeitig mit dem Soundcraft verwenden kann. Also Soundcraft als Audio-Ausgang und Presonus als Audio-Eingang. Aber sobald ich beide am Mac anschließe, dann geht der ziemlich in die Knie. Das heißt, der ist wahrscheinlich ein bisschen zu alt, zu schwach dafür, um 2 Devices gleichzeitig zu handeln. Jetzt muss ich schnell noch eine Lösung finden, wie ich das Ganze immer kriege. Und ihr seht schon, es ist zum ersten Mal, dass ich mich in diesem Studio da mit Recording beschäftige und das gehört alles dazu. Zur Info. Wir stehen noch immer bei 38 Minuten Songwriting. Dieses ganze Rumblänkeln zähle ich jetzt nicht offiziell zum Songwriting. Ja. Jetzt muss ich erst mal schauen, was der eigentlich für Ausgänge hat. Wie mache ich das am besten? Zum Glück hat sich da inzwischen ein bisschen Arbeitsmaterial angesammelt und
Da werde ich schon irgendwas basteln. So, das ist sehr schön, ein Mail und balanced. Perfekt, perfekt, perfekt. Nachdem ich mich jetzt sehr lange gewundert habe, warum da kein Ton rauskommt aus dem schönen Presonus, habe ich mich erinnert, dass ich da der erste Treiber installieren muss, damit das Teil überhaupt erst was ausgibt. Ja, wenn der nicht an einen Computer angeschlossen ist, gibt er keinen Mucks von sich, dieses freche Teil. Ah fuck, das heißt inzwischen tatsächlich Fender. Shit, Alter. Ah ja, was soll's. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass dieser Late 2013 Mac immer nur die Software da packt. Ja. Seufz. Okay, ich muss eine ältere Version installieren. Es ist schon mal gerannt auf dem Computer. Oh mein Gott! Es scheint zu funktionieren! So, ja, so als allgemeiner Rat, es kann natürlich nicht schaden, dass man die Sound-Device-Treiber installiert, bevor man versucht, am Computer damit irgendwie produktiv zu arbeiten. Cruncher Preset klingt ja schon gar nicht mehr so schlecht. Weil ich ja so viel Zeit verschissen hätte, da werde ich einfach irgendein Preset verwenden, weil ich sollte jetzt eigentlich mal wieder mit dem Kompostieren weitermachen. Die Stimmung ist auch so eine Sache. Wir haben ja bei Lack of Purity eine Cis-Stimmung gehabt, beziehungsweise auf Drop H, also B. Und überlegt jetzt, wo die Band eigentlich nicht mehr ist, konnte ich mir eigentlich jede Stimmung der Welt aussuchen. Aber ich mag die Stimmung. Ich werde die einfach beibehalten und wenn es mir irgendwann nicht mehr taugt, mir herum experimentieren. Also da runtergehe. Also man kann es ja mit Pitch Shifting oder wie auch immer das heutzutage heißt, ständig ein bisschen nachverändern. Aber ja, ich bleibe einfach beim Cis bzw. Drop B. Ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich sag's euch, inzwischen ist es 5 Uhr. Das heißt, ich bin jetzt schon seit über 5 Stunden da und habe erst 40 Minuten Song gewritet, wegen der Technik, aber das war ein bisschen klar, weil wenn ich zum Songwriting anfange und das Studio nicht eingerichtet habe, dass es ein bisschen dauern kann. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass so der Sound geil klingt, aber ich habe ein unglaubliches Rauschen da auf dem Boss. Aber ja, das werden wir heute nicht mehr wegkriegen. Das heißt, ich werde dieses Rauschen jetzt einfach, das werde ich einfach jetzt akzeptieren für diesen Song. So, die GoProisiert. Dann würde ich sagen, wir sind bereit für die Aufnahme des Basses. Okay, 41 Minuten, also ich habe eigentlich schon einen ganz guten Teil gefunden, also ich mag das. Ja, ich denke, ich werde den jetzt einfach ein bisschen beschleunigen und weiter geht's mit dem Lied. Haha, 47 Minuten und ich habe den Post schon zur Hälfte fertig und ich finde es richtig geil. Haha, schön. Und ich würde sagen, bei 25 stoppen wir, weil ich bin mit dem Bass fertig. Ja, ist zwar unglaublich schlampig eingespielt, aber um das geht es heute nicht. Heute wird einfach nur aufgenommen. Ich muss jetzt einen Plan ein bisschen umbauen. Ursprünglich hätte ich vorgehabt, dass ich die Gitarren tatsächlich mit Amps aufnehme, weil ich da ein paar Amps und Boxen herumstehen habe. Aber nachdem ich schon so viel Zeit verschissen habe heute mit Aufbauen und Technik und alles, werde ich einfach den schönen Moa weiterverwenden, weil der hat ein paar schöne Presets. Schau mal. Passt.
Nehmen wir gleich. Was ich jetzt auch dazu sagen muss, es ist jetzt Mitte März 2026 und ich habe jetzt sicher seit Dezember, wenn nicht sogar November, nicht mehr vernünftig Gitarre gespielt. Das heißt, das ist das erste Mal, dass ich mich wieder zur Gitarre dazu sitze. Und schauen wir mal, was rauskommt. Ich würde sagen, wir starten das Songwriting bei 55,29. Ich merke schon, Gusch, ich merke schon, ich brauche Kopfhörer zum Gitarren aufnehmen. Jetzt muss es schon alles ein bisschen feiner hören. Feine Herren, ja, ja. Zeiteisen sagt 1 Stunde 9 und ich habe schon den Anfangsriff zweistimmig sogar. Nächste, ich freue mich, der nächste Teil. Komponieren, yay! Na endlich! Wir sind bei 1 Stunde 34 des Komponierens und ich habe da jetzt einen kleinen zweistimmigen Teil eingebaut, wobei mir der Intervall irgendwie nicht ganz schlüssig ist. Also ich habe einfach den Intervall genommen, der sich am besten anhört. Und haha, das ist jetzt interessant. In den 80er Jahren wäre ich schon gescheitert als Musiker, weil Bandmaschinen, da hätten wir wahrscheinlich diese Aktion, jetzt hätten wir dort wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Geldeinheiten gekostet, weil ich habe da jetzt einfach diesen Teil immer wieder gespielt, bis das endlich passt hat, weil ich ihn einfach nicht gespielt habe. Ja, also da habe ich mir schwer da beim Greifen, aber ich habe dann einfach 30, 40 Mal gespielt, bis das Ganze geht und dann zum Schluss den Tick genommen. Das heißt, es ist zwar getrickst, aber es ist zumindest manuell und handwerklich getrickst. Bei 1 Stunde und 43 habe ich jetzt die Gitarren fertig aufgenommen. Tada! So, wunderbar. Na, warte mal. 44 können wir so lassen. So, und nice. Aus Ende. Ich kapituliere. 1 Stunde 47 für diesen Song. Ich habe jetzt ein bisschen herumprobiert, was ich mit der Vocals so machen könnte und zu meinem und vor allem zu eurem Glück habe ich das Ganze jetzt aufgegeben. Ich kann einfach nicht singen. Ich habe einfach überhaupt keine Begabung für Gesang. Oder vielleicht habe ich eine Begabung, aber ich muss da ein bisschen arbeiten dran. Auf jeden Fall, wenn ich da jetzt mit Zwang noch irgendein Vocals drüber gelegt hätte, dann hätte ich das komplett zerstört und so fährt das Lied eigentlich ziemlich geil. Also ich bin überrascht, ziemlich geil. In unter 2 Stunden habe ich dieses 1,5-minütige Lied komponiert, sogar mit Schlagzeug und alles. Also das erste Mal, dass ich Schlagzeug gespielt habe. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr glücklich, dass es hingehauen hat. Und somit, glaube ich, kann man dieses Experiment, dieses kleine Experiment da beenden. Ja, sehr schön. Also, ihr seht schon, ich habe großen Spaß gehabt. Es hat auch lang gedauert. Das heißt, ich bin heute da über 6 Stunden in meinem Proberaum gewesen, habe aber auch ganz viele Sachen herrichten müssen. Das heißt, wenn einmal alles eingerichtet ist, wenn alle Systeme laufen und ich mich eigentlich nur einplacken muss und dann wegwerken kann, dann steht der Kreativität und dem neuen Material und dem Herumbasteln echt nichts mehr weg. Und ich bin gerade ziemlich motiviert, da einfach weiter zu basteln, weil ich hätte nicht geglaubt, dass da so ein geiler Song draus kommt, wie ich Schlagzeug gespielt habe. Da habe ich mir gedacht, Alter, das kann ja nur schief gehen. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt, wie ihr mein kleines experimentelles Video gefunden habt. Hat euch mein
ja, Workflow oder was auch immer, meine Reise, mein Abenteuer da heute im Studio, im Proberaum, hat euch das unterhalten, interessiert, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, und wenn ihr noch nicht da habt, dann schaut euch auch mein KI-Video an, das ich neulich rausgebracht habe. Ja, weil das ist sehr am Puls der Zeit und ja, ich würde jetzt nicht gegen KI schimpfen und nichts. Vor allem ohne dem KI-Video hätte ich wahrscheinlich diesen Nachmittag da heute gar nicht verbracht und hätte auch gar keinen neuen Song geschrieben und war jetzt gar nicht so euphorisch. Also danke KI, dass ich wieder motiviert bin, manuell Sachen zu basteln. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Kanal abonnieren, nicht vergessen und immer wieder vorbeischauen, wann's wieder hast. Metal, Alter! Alter, aus! Das war zu früh der Abgesang jetzt. Ich, Idiot, habe irgendwie ganz drauf vergessen, dass ihr den Song nur gar nicht als ein Ganzes gehört habt, sondern nur ich. Deswegen kommt er jetzt und ich werde dazu ein bisschen Headbangen. Dankeschön. Metal, Alter. Pfiat euch.